Ist telefonische Kaltakquise überhaupt noch zeitgemäß? Darum geht es nicht. Alle Menschen haben irgendwie ein Telefon, alle sind übers Telefon erreichbar. Die Frage ist nicht, ist das noch zeitgemäß oder nicht, sondern funktioniert es? Und es funktioniert, ja. Funktioniert es überall? Nein. Ist es anspruchsvoller geworden? Ja. Aber es funktioniert. Es ist eine Methode, um neue Kunden zu gewinnen. Und jetzt gibt es die 5 Tipps, 5 Hinweise für deine bessere telefonische Kaltakquise. Der erste Punkt ist das Rechtliche. Wir sind in Deutschland, fangen wir damit an. Du kannst es normalerweise komplett vergessen, dass du im Konsumentenbereich, beim Endverbraucher, mit Telefonakquise arbeitest. Da gibt es das Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, UWG. Da kannst du ein bisschen nachlesen. Und in der DSGVO, da kannst du auch entsprechend nachlesen. Und da hat der Gesetzgeber dem Akquisiteur das Leben echt schwer gemacht. Rechtlich brauchst du die schriftliche, ausdrückliche Zustimmung dieser Person, die du anrufen willst. Sonst wird das schwierig. Der andere rechtliche Blickwinkel ist, was ist mit B2B? Also was ist mit Geschäftskunden? Darfst du in einer Firma anrufen? Darfst du den Einkäufer anrufen? Darfst du den Geschäftsführer anrufen? Das hier ist keine Rechtsberatung, ne, dass wir uns richtig verstehen. Ich bin weder Anwalt, noch ist das eine Rechtsberatung. Auch hier gelten die beiden Gesetzbücher. Aber man kann das relativ gut interpretieren, nämlich wenn der Angerufene von deinem Angebot einen Vorteil hätte, wenn er mit deinem Angebot was anfangen kann, dann ist das durchaus in Ordnung, wenn du ihn kontaktierst. Also B2B ist es völlig normal, Telefonakquise zu machen. Im B2C für die komplett schmerzfrei sind. Meine Erfahrung ist im B2C, wie man in den Wald hineinruft, so schallt es zurück. Wenn du bei jemandem anrufst im B2C und der direkt schon auf Attacke geht, wo haben Sie meine Nummer her? Wieso rufen Sie mich einfach so an? Hey, entschuldige dich, bitte um Verzeihung, sag es ein Missverständnis, wie auch immer, raus. In den meisten Fällen wird nichts passieren. Wenn du dann natürlich auf Krawall gebürstet bist, dann musst du dich nicht wundern, wenn du eine Anzeige kriegst und wenn das dann irgendwann vor dem Richter landet. Also, so viel zum Rechtlichen ohne Rechtsberatungsanspruch. Zweiter Punkt, Zielgruppe. Wann macht Telefonakquise Sinn? Wenn du in der Kaltakquise Telefon-Handyverträge verkaufen willst? Nein. Warum nicht? Weil die Zielgruppe viel zu groß ist. Wie viele Erstgespräche kann ein Telefonakquisiteur überhaupt führen? Also meine Erfahrungswerte sind, das sind gute Durchschnittswerte, etwa 20 Nettogespräche pro Tag. Das können auch mal 25 sein. Es kommt ein bisschen auf die Zielgruppe an, ne? So. Und wenn du das jetzt mal hochrechnest, 20 pro Tag sind 100 in der Woche, sind 400 in einem Monat. Wie groß ist deine Zielgruppe? Angenommen, du hast eine Zielgruppe von 1000 Zielkunden. Dann brauchst du, um einmal durchzukommen, 10 Wochen, 2,5 Monate. Damit ist es natürlich nicht getan. Es ist nicht nur immer der Erstanruf. Natürlich wirst du im Erstanruf schon Ergebnisse haben. Aber oftmals musst du nachfassen und dann brauchst du mehr dieser Nettogespräche. Aber ein Telefonverkäufer ist gut für die Akquise von 1000 Zielkunden. Also wenn du ein B2B-Unternehmen hast und deine Zielgruppe sind 4000 Zielkunden, dann könntest du ziemlich genau 4 Leute Kapazität aufbauen, die nur Outbound-Calls machten, die nur raustelefonieren. Jetzt hast du so eine Größenordnung. Wenn du eine Zielgruppe hast von 10.000 oder mehr, würde ich nicht den Weg gehen, übers Telefon zu gehen. Da würde ich andere Wege wählen und dazu gibt es ganz am Ende des Videos noch ein Bonbon. Also lohnt sich bis zum Ende zu kommen. Nummer 3 ist, was ist eigentlich das Ziel? Worauf willst du hinaus bei so einem Anruf? Es ist in der Regel nicht der Abschluss. Das ist total selten, dass jemand kalt jemanden anruft, um direkt was zu closen. Das ist die Ausnahme. Normalerweise ist das Ziel, dass du einen Folgetermin hast per Zoom oder ein Folgegespräch am Telefon oder ein persönliches Meeting bei dir, bei ihm
oder einen Termin für die Messe. Es kann auch sein, dass du sagst, ich will jetzt, das nennt man übrigens ein Pre-Setting-Call, dieser Kaltakquise-Anruf ist ein Pre-Setting-Call. Und jetzt vereinbarst du den Setting-Call und danach den Closing-Call. Es kann aber auch sein, dass du bei diesem ersten Anruf schon wirklich den Kunden durchsettest, um dann direkt den Closing-Call zu vereinbaren. Das sind die Ziele, warum du anrufst. Aber du rufst normalerweise nicht an, um direkt einen Abschluss zu machen. Ne? Das muss klar sein. Okay, dann haben wir Nummer 4. Ich höre ganz, ganz oft diese Aussage, Mensch, ich habe das im Gefühl. Ich mache das schon seit Jahren. Jedes Gespräch ist anders. Ich mache das aus dem Bauch raus. Ich reagiere auf den Kunden. Und so wirst du nicht erfolgreich. Du brauchst ein Skript. Im Kleinen Prinzen gibt es eine Stelle, da sagt er sinngemäß, um hinzukommen, musst du schon mal da gewesen sein. Um hinzukommen, musst du schon mal da gewesen sein. Um hinzukommen zu deinem Termin, zu deinem Gesprächsziel, musst du dir ein Skript machen. Und dieses Skript bildet im Grunde genommen das Gespräch ab, was du dann führst. Im Idealfall machst du das Skript nicht selber und du fragst auch nicht ChatGPT, weil die Qualität ist nicht die, die du brauchst. Sondern du fragst einen Profi, der dir so ein Skript entsprechend schreibt mit den Anforderungen, die du hast. Und zwar gibt es dann natürlich ein Pre-Setting-Skript, ein Setting-Skript, ein Closing-Skript. Und innerhalb dieser 3 Skripte gibt es das Fließtext-Skript, schweres Wort, Fließtext-Skript, mit dem du lernst. Mit dem lernst du die Dialoge. Und dann gibt es das eigentliche Stichwortskript, mit dem du wirklich telefonierst. Wenn du nämlich mit dem Fließtext-Skript telefonierst, fängst du an abzulesen. Wenn du abliest, hört das dein Gegenüber und darauf hat dein Gegenüber keine Lust. Und dann ist das Gespräch schnell zu Ende. Deswegen gibt es dieses Stichwortskript nur fürs Telefonieren. Also, hab einen Profi an deiner Seite, der dir ein Skript macht. Wenn du da Unterstützung brauchst, schick mir eine Nachricht, dann können wir darüber reden, wie das am besten funktioniert. So, das waren 4. Jetzt kommt noch Nummer 5. Nummer 5 ist nämlich, wir müssen unterscheiden zwischen Kaltakquise und Warmakquise. Zwischen kalten Leads und warmen Leads. Zwischen Push und Pull. Telefonakquise ist kalt, anrufen, sind kalte Leads und ist Push. Du drückst in den Markt rein. Und jetzt gibt es das Gegenteil. Das Gegenteil sind im Grunde genommen Kunden, die bei dir anfragen, die Interesse haben an deinem Produkt, an deiner Dienstleistung, die vielleicht schon eine gewisse Vorinformation haben und jetzt eine Anfrage stellen, auf welchem Weg auch immer. Das sind warme Leads. Und du musst da auch sehr, sehr schnell drauf reagieren, aber das ist ein anderes Thema. Das ist warmer Lead, das ist Warmakquise und das ist Pull-Akquise. Aktuell gibt es rund 60, ja, ich glaube jetzt im Moment sind es so 60, 55, 60 Mitarbeiter, die am Telefon für mich mit meinen Kunden telefonieren. Und seit 2016 macht niemand von denen Kaltakquise, sondern wir haben ganz viele Leads, wir haben ganz viele Kundenanfragen, wir bekommen permanent neue Kundenanfragen und die werden angerufen. Also, Kaltakquise, eine gute Sache, wenn du eine überschaubare Zielgruppe hast, wenn die Zielgruppe ein B2B ist, wenn du ein Skript hast und gut vorbereitet bist und wenn du rhetorisch gut bist. Aber der eigentliche Weg ist, dass du schaffst, dass die Kunden bei dir anfragen. So, und wenn dich das interessiert, wenn du sagst, ja, hätte ich gern, wie schaffe ich das, dass die bei mir anfragen? Da haben wir für dich eine Liste gemacht mit 18 ganz konkreten Praxistipps, wie du mehr warme Anfragen generierst, ohne dass du groß Kaltakquise machen musst. Wenn du die Liste haben willst, dann musst du hier klicken. Und wenn dich interessiert, wie der richtige Opener im Gespräch ist und wie Telefonakquise sonst noch funktioniert, findest du hier das nächste Video.